Polen. Aber nur noch 2 Knoten. So geschmeidig eingeparkt. Ja, dann kam Tom. Ahoi. Unser Abenteuer führte uns ins Stettiner Haff, eine wunderschöne, geschützte Wasserlandschaft, die uns nach den Herausforderungen der Ostsee endlich eine Verschnaufpause gönnte. Doros Eltern waren auch mit von der Partie. Während einer von beiden mit uns Bord die Fahrt genoss, raste der andere mit dem orangenen Camper Richtung Mönckebude, um uns dort wieder in Empfang zu nehmen. Diesmal sind wir mit Doros Mama unterwegs. Und Papa Dietmar, der ist sichtlich geknickt, dass er nicht mitkommen konnte. Ahoi. Wink mal. Danke. Die Fahrt ist ein Traum. Strahlendes Wetter, glattes Wasser und nicht mal eine kleine Welle in Sicht. Einfach herrlich. Doch es gibt etwas, das uns ein bisschen nervös macht. Wir müssen pünktlich zur Brückenöffnung sein. Und der Wind, der wird immer schwächer. Polen. Inzwischen sind wir auch nur noch bei 2 Knoten Fahrt angelangt. 2,3. Wir waren überrascht, dieses riesige Bauwerk mitten im Wasser zu sehen und fragten uns, was es dort zu suchen hat. Es stellte sich heraus, dass es sich um die Canina-Hubbrücke handelt, ein Überbleibsel aus einer längst vergangenen Zeit. Sie war einst eine wichtige Verbindung zwischen Usedom und dem Festland, bevor sie während des Zweiten Weltkriegs gesprengt wurde, um die Rote Armee aufzuhalten. So, wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit, eine Stunde noch etwa, mit 15 Minuten Puffer, bis uns die Brücke vor der Nase zumacht. Wenn wir nicht durchkommen, müssen wir 5 Stunden warten bis zur nächsten Öffnung. Und das wäre jetzt dann nicht so praktisch. Deswegen versuchen wir, alles rauszuquetschen aus dem Boot, was wir haben. Der Wind ließ uns diesmal ein wenig im Stich, aber wir zogen es durch. Die Motoroption hielten wir in der Hinterhand, doch ein Blick auf die anderen entspannten Segler beruhigte uns. Alles schien im Fluss. Geschafft! Trotz unserer Befürchtungen und dem lauen Lüftchen sind wir sogar eine halbe Stunde zu früh. Dieses Jahr. Jetzt heißt es warten. Dabei waren wir baff, Ich kann mich auch kurz einzelne Rollen. wie viele Boote ebenfalls auf die Öffnung warteten. Aber klar, die Brücke öffnet ja nur etwa 3-mal am Tag. Natürlich haben wir noch nach Papa Dietmar Ausschau gehalten. Er wollte von der Brücke aus Fotos machen, aber
Keine Spur von ihm. Jetzt hieß es für uns erst einmal Boote beobachten und sich in Geduld üben. Es gibt kaum etwas Spannenderes, als die unterschiedlichsten Boote und ihre Crews in Action zu sehen. Jeder mit seinem eigenen Tempo und Stil. Plötzlich entdeckten wir Papa Dietmar auf der Brücke vor uns. Natürlich haben wir ihn direkt gefilmt und konnten uns ein breites Grinsen nicht verkneifen. Jetzt hofften wir nur, dass er einen Parkplatz in der Nähe findet und es rechtzeitig auf die Brücke schafft, bevor sie sich öffnet. Schließlich wollte er unbedingt ein paar spektakuläre Fotos von uns schießen, während wir hindurchfuhren. Und dann öffnet sich die Brücke. Wir sind einfach nur baff. Man sieht es gar nicht so richtig, weil es die Himmelsfarbe ist. Es ist die erste Brücke, unter der wir jemals mit einem Boot hindurchfahren. Und das jetzt sogar mit unserem eigenen Boot. Die Nervosität steigt. Die Öffnung sieht gar nicht so breit aus und plötzlich stürmen alle Boote gleichzeitig auf die Durchfahrt zu. Und jetzt wird auch klar, warum alle es so eilig haben. Auf der anderen Seite der Brücke wartet eine andere Armada von Booten, mindestens genauso viele wie auf unserer Seite. Am Ende hat Papa Dietmar es doch geschafft. Und so sind sogar ein paar richtig schöne Aufnahmen entstanden. Unser Ziel: Siemitz.
Mit dem Wissen und der Erfahrung aus den letzten Häfen sollte das Einparken diesmal ein echtes Kinderspiel werden. Geschmeidig und elegant, versteht sich. Papa Dietmar und der Hafenmeister stehen schon am Steg bereit. Nicht nur, um uns großzügig zu empfangen, sondern auch, um uns für unser grandioses Einparken zu beglückwünschen. So geschmeidig eingeparkt. Da sagt ihr nichts mehr, oder? Aber naja, das wäre leider nicht ganz die Wahrheit. Denn es geht noch ein bisschen weiter. Auf Steuerbord hat Mutti die Leine nicht festmachen können, weil die Dalben wieder ganz anders waren. Auf der anderen Seite kämpfte Doro, um das Boot zu halten. Dann hat sich auch noch die Leine verknotet. Vorne kämpften die Frauen, um das Boot zu halten, während ich mit dem Motor versuchte, die Position zu stabilisieren. Die Leinen wollten sich nicht so verhalten, wie sie sollten, und die Dalben schienen auch, sich gegen uns verschworen zu haben. Es war eine chaotische, aber auch irgendwie komische Szene. Und wir waren viel zu weit weg vom Steg, um uns von dort aus helfen zu können. Zum Glück sprang der Hafenmeister auf ein anderes Boot und half uns. Das Spektakel hat am Ende übrigens 35 Minuten gedauert. Fürs Einparken. Oh je. Und warum Tom, der Hafenmeister, für unsere Reise so wichtig ist? Ich sag's euch. Also wir konnten nie wirklich zeigen in dem Video, wie anstrengend für uns die Ostsee tatsächlich war. Es war alles andere als einfach. Wir hatten ständig Gegenwind, teilweise echt hohe Wellen, wo wir die Fahrten abbrechen mussten. Wir waren einfach erschöpft und wir hatten einfach die Nase auch voll von der Ostsee. Kein Bock mehr. Der Winter kam immer näher und die Überquerung der Biskaya war für uns, ist sowieso schon für uns eine richtig große Herausforderung. Die Fahrt war einfach deprimierend. Wir haben über einen Monat gebraucht, um jetzt die polnische Ostsee zu schaffen. Das ist nur so ein kleines Stück von unserer ganzen Fahrt. Und ja, deswegen haben wir uns auch für den Stettiner Hafen entschieden. Einfach um mal auch den Kopf frei zu kriegen und weil wir uns sowieso auf Seen sehr wohlfühlen, haben wir einfach gesagt, wir lassen erstmal alles beiseite, werfen die Pläne über Bord und ja, genießen den Stettiner Haff mit Doros Eltern zusammen. Ja, aber unsere Gemütslage so zur Zukunft unserer weiteren Fahrt war sehr betrübt. Ja, dann kam Tom. Tom und Susi waren für uns so richtige Motivation, so ein Tritt in den Arsch. Sie waren uns sehr ähnlich, hatten aber 20 Jahre mehr Erfahrung und die hatten tatsächlich auch dasselbe Problem wie wir und haben es trotzdem geschafft, damals, als sie die Reise gemacht haben. Die waren auch so spät dran und haben trotzdem die Biskaya überquert und das wussten sie zu dem Zeitpunkt nicht, aber das war genau der richtige Arschtritt, den wir gebraucht haben. Genau diese Motivation. Dann waren wir wieder richtig energetisch. Da hatten wir richtig wieder Bock. Wir haben gedacht, ja, genau das haben wir gebraucht. Und jetzt segeln wir weiter. Aber zuerst entdecken wir ein bisschen Ziemitz. Ja, man muss aber nicht so schief rechnen. Das ist die ja, genau.
So, angekommen in Zimitz. Das heißt der neue Ort. War eine spannende Fahrt. Wir hatten Druck am Anfang wegen der Brücke und später war es dann doch sehr unwindig. Das heißt, wir sind nicht so schnell vorangekommen, aber wir sind endlich da. Jetzt noch was zu Abendessen und dann geht es ja schon in die Fallen. Morgen ist leider ein bisschen zu windig zum Weiterfahren, deswegen haben wir noch einen Tag Pause, aber ist auch gut.